Hello, good morning und surprise, surprise, herzlich willkommen zu Vlogmas. Oh Gott, ich brauche irgendeinen besseren Jingle, glaube ich. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Diesen Dezember möchte ich euch mitnehmen durch meinen Alltag am anderen Ende der Welt und euch erwartet ein Video von Montag bis Freitag. Oh mein Gott, Leute, Vlogmas, what the fuck? Die Idee kam von euch. Die Idee kam von euch und ich habe eigentlich gerade irgendwie gar nicht so richtig irgendeine Art von Video gefühlt. Ich dachte so, oh Gott, ich habe schon so lange kein Video mehr gefilmt. Ich muss unbedingt fühlen, ich habe das Gefühl, ich habe meinen Mojo verloren. Ich weiß nicht, was ich euch zeigen soll. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Und dann hat jemand von euch geschrieben, wie wäre es eigentlich mit Vlogmas? Und ich so, oh mein Gott. Macht mir so Angst, dieses Commitment, aber ich weiß auch, dass ich es schaffen kann. Und ich glaube, es wäre mega cool, weil es so viele Sachen gibt, die ich euch noch zeigen kann und weil ich euch in letzter Zeit wirklich nicht so häufig mitgenommen habe. Ich dachte, scheiß drauf, okay, wir machen Vlogmas, Leute. Wir machen Vlogmas. Herzlich willkommen. Was erwartet euch? Kurze Disclaimer am Anfang. Ich mache ja meine Daily Vlogs ein bisschen anders immer als im klassischen Sinne. Oh Gott, ich muss mal nachschauen, wie oft ich schon Vlogmas gemacht habe. Ich glaube, das erste Mal 2014. Das ist fast 10 Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich es jedes Jahr gemacht habe. Ich glaube nicht. Ich habe einmal Daily Vlogs im November gemacht. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal im Januar gemacht. Also auf keinen Fall habe ich es jeden Dezember gemacht. Aber des Öfteren. Ich habe auf jeden Fall in jedem Jahr mal einen Vlogging-Monat gemacht. Ich wollte sagen, dass ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass jeden Tag ein Video ein bisschen krass ist, sowohl für mich zum Schneiden als auch für euch zum Schauen, weil ihr dann nur schwer hinterherkommt. Deswegen habe ich für mich eingeführt, Montag bis Freitags Video hochzuladen. Also 5 Videos pro Woche statt 7. Und wenn ihr unter der Woche keine Zeit habt, das anzugucken, dann könnt ihr das am Wochenende nachholen. Heute ist bei euch Freitag, das heißt, dass jetzt erst am Montag wieder der nächste Vlogmas-Teil kommt. Das Lustige ist natürlich, dass ich hier in einer ganz anderen Sphäre bin, weil auf der Südhalbkugel jetzt fängt der Sommer so richtig an. Hier ist 0,0 weihnachtliche Stimmung. Hier fühlt es sich an wie Juli oder wie Juni eigentlich mehr. Das heißt, es passt eigentlich wahrscheinlich nicht so ganz rein bei euch, also nicht in diese Weihnachtsstimmung. Ihr werdet keinen Adventskalender sehen, ich habe keinen, leider, habe ich auch irgendwie gar nicht dran gedacht, kein Schnee, kein Weihnachtsbaum, nichts in die Richtung, aber ihr werdet sehen, wie seltsam das ist, Weihnachten zu feiern in so einem heißen Land und die Vorweihnachtszeit. Ich fange natürlich schon ein bisschen früher an zu filmen, weil ich natürlich nicht will, dass was dazwischen kommt. Ich bin ja immer sehr committed, wenn ich sage, okay, ich lade Montag bis Freitag ein Video hoch im Dezember, dann lade ich Montag bis Freitag ein Video hoch im Dezember, außer die Welt geht unter. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich es wirklich, aber bisher habe ich es immer geschafft, also es wäre schon wirklich krass, wenn nicht. Ja, deswegen bin ich da schon sehr committed, also ihr könnt auf jeden Fall fest damit rechnen. Ich freue mich drauf, euch mehr von meinem Leben zu zeigen. Mein Terminkalender ist voll. Wir starten heute den Tag mit einer semi-spannenden Sache. Und zwar muss ich zur deutschen Botschaft fahren, weil mein Führungszeugnis ist fertig. Das musste ich hier in hier in Chile beantragen. Ich wollte das eigentlich in Deutschland machen mit der Ausweis-App, aber mein PIN ist abgelaufen. Ich hätte, als ich den Ausweis bekommen habe, den PIN innerhalb von 90 Tagen oder so ändern müssen. Das habe ich nicht getan. Damit ist der ursprüngliche Default-PIN abgelaufen. Man muss einen neuen PIN per Post beantragen. Das habe ich auch gemacht. Aber um diesen Brief von der Post abzuholen, wo der neue PIN drin ist, braucht man den Ausweis. Das heißt, mein Schwiegervater konnte trotz notarieller Vollmacht diesen Brief nicht an der Postfiliale entgegennehmen, weil mein deutscher Ausweis natürlich hier bei mir in Chile ist und die müssen den bei der Post einlesen. Das heißt, ohne Ausweis, kein neuer PIN für den Ausweis, keine Ausweis-App und kein Beantragen des Führungszeugnisses in Deutschland. Deswegen musste ich das hier in Chile beantragen. Und das hat natürlich jetzt länger gedauert, weil die müssen es dann wiederum in Deutschland beantragen, dann muss das nach Chile geschickt werden, dann brauche ich eine Apostille, eine Übersetzung. Die ganze Leier, jetzt ist es da. Und jetzt muss ich es persönlich abholen. Und die deutsche Botschaft ist in Vitacura, das ist ein anderer Stadtteil, sind, ich glaube, 7 Kilometer oder so.
durch die City und da werde ich dann hinradeln, weil da gibt es auch keine gute öffentliche Verbindung. Da oben in Vitacura gibt es nämlich keine Metro, keine U-Bahn-Station. Dann muss ich arbeiten und dann, heute Nachmittag treffe ich mich mit meiner Freundin Cynthia zum Kaffee, weil die wird danach ein bisschen reisen und danach umziehen, dann hat sie weniger Zeit und dass wir uns vorher nochmal sehen, haben wir uns zum Kaffee verabredet. Und ansonsten, ich muss euch auch noch erzählen, was ich gestern gemacht habe und so, aber das machen wir dann später. Ich organisiere jetzt hier mal so ein bisschen weiter und melde mich dann gleich nochmal. Hier sind dann auch die Dokumente, die ich brauche, die Mail, wo sie mir geschrieben haben, dass ich es abholen kann und der Überweisungsbeleg nochmal, den muss ich dann vorzeigen, damit ich das in Empfang nehmen darf. Und das ist schon wieder so typisch deutsch, man muss, okay, also es ist nicht nur typisch deutsch, sondern wie die Sachen bei der Botschaft hier funktionieren, wenn man einen Termin hat, dann muss man den Termin, die Terminbestätigung, also die Mail, wo drin steht, dass der Termin bestätigt wurde, muss man auf Papier ausdrucken und mitnehmen und mit seinem Pass und dem Ausdruck dahin gehen. Die akzeptieren das auch nicht auf dem Handy oder so. Das ist voll interessant, man muss es auf Papier mitbringen. Und dann muss man, bevor man reingeht, also ich kenne das vielleicht in jeder Botschaft so, wahrscheinlich ist es in jeder Botschaft so, keine Ahnung. Was dann jedenfalls der Fall ist, dann muss man sein Handy und seine ganzen elektrischen Geräte, wie zum Beispiel die Apple Watch, ausschalten, in seine Tasche tun und die Tasche am Security Checkpoint am Eingang abgeben. Und man darf nichts mit reinnehmen, man darf nur Papier mit reinnehmen und Stift und sonst nichts. Also man muss wirklich auch vor denen quasi das denen zeigen, so hier ist mein Handy und jetzt drücke ich auf Ausschalten. Und es darf nicht angeschaltet bleiben, obwohl es vorne im Security Checkpoint ist. Super crazy. Genau, wenn man irgendwas zeigen will, Mails oder Fotos oder irgendwas, dann muss man das alles ausdrucken. So witzig irgendwie. Ja, aber wahrscheinlich ist es in jeder Botschaft so. Keine Ahnung. Okay, naja, also das ist jedenfalls die Vorbereitung und dann geht's gleich los. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Scheiße, ich muss mich jetzt voll beeilen. Es ist schon 20 nach 10 und ich kann das nur bis 11 Uhr abholen. Und ich bin ja wahrscheinlich nicht die Einzige. Deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen sputen und erzähle euch danach mehr. Okay, ich bin jetzt, hinter mir ist die Botschaft. Hier geht man rein und ich bin so kurz vor knapp angekommen. Um 10 vor 11 bin ich hier hergerollt mit meinem schönen Fahrrad. Und bin gerade noch rein sozusagen und habe mein Führungszeugnis abgeholt. Okay, jetzt ist es 6 nach 11 und jetzt fahre ich mir wieder heim. Es sind wie gesagt 7 Kilometer und jetzt auf dem Rückweg habe ich auch ein bisschen Zeit, dass ich euch ein bisschen die Strecke filme. Also ich fahre jetzt die Vespucio Norte entlang. Das ist eine von den großen Schnellstraßen, die durch Santiago geht. Und die hat in der Mitte einen schönen breiten Fahrradstreifen. Gott, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen mit dem Wind. Jedenfalls fahre ich jetzt hier zwischen den Welten, zwischen Vitacura und jetzt dann irgendwann Providencia hin und her. Und hier sind relativ viele hohe Gebäude. Unser Keller sieht noch so übel aus, aber am Samstag kommt der Sperrmüll und dann kommt das Klo weg und das Waschbecken und so, beziehungsweise ich habe einen Interessenten noch fürs Klo. Mal gucken, ob der das dann tatsächlich holt oder nicht. Und dann haben wir auch noch so Holzreste vom Garten und so und kaputte Koffer. Das kommt dann alles im Sperrmüll weg und dann hoffentlich ist unser Keller mal ein bisschen aufgeräumter und weniger Chaos. Und ich muss jetzt mal noch die Mülltonne von oben reinholen.
So, ich bin wieder zu Hause angekommen und ich habe unterwegs jetzt auf meinem Handy gefilmt. Ich wollte das mal ausprobieren, ob das geht, weil manchmal ist es irgendwie inconvenient mit der Kamera, also mit egal welcher. Zum Beispiel, wenn ich mit Freunden bin, dann ist eine Kamera irgendwie viel mehr intimidating, also dann fühlen die sich nicht so wohl und bei dem Handy ist es irgendwie nochmal eine entspanntere Sache. Sonst hätte sich irgendwie auch noch mein Akku verabschiedet von meiner Kamera, also ich glaube, dass das Videomaterial viel zu wackelig ist von meinem Handy. Ich creme mich mal kurz ein. Wobei ich nehme eine andere Sonnencreme. Weil von den kleinen habe ich nicht. Wobei, kann man die aufmachen? Kann man die nachfüllen? Ah ja, kann man nachfüllen. Gut, dann kann ich die natürlich benutzen. Egal, ich benutze sie jetzt einfach. Also, weil ich will immer sparsam sein mit diesen kleinen Packungen. Das ist ja vom DM. Weil da kann ich ja nicht einfach nachkaufen. Wobei im Januar ist mein Mann auf Konferenz in Deutschland. Da kann ich ihn dann zur Not nochmal Sachen mitbringen lassen. Zurück zum Thema. Also es hat alles geklappt bei der Botschaft. Alles gut gegangen. Ich habe mein Führungszeugnis, ich habe den Brief noch nicht aufgemacht. Also ich habe es in einem verschlossenen Umschlag bekommen. Ich hoffe, dass es passt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, und jetzt creme ich mich ein, weil jetzt muss ich Gassi gehen. Es ist schon kurz vor 12, relativ spät. Ich habe irgendwie ziemlich lange gebraucht zur Botschaft und auch wieder heim. Es war sehr viel Verkehr, sehr viele rote Ampeln irgendwie. Also ich bin jetzt gerade eine Stunde Fahrrad gefahren. Und eigentlich wollte ich duschen und mich dann heute Nachmittag quasi fresh mit meiner Freundin Cynthia treffen. Aber die hat mir gerade geschrieben, ob wir das vorverlegen können auf 14 Uhr, weil sie einen Tierarzttermin mit ihrem Hund hat. Das ist ja schon in 2 Stunden. Und dann hat sie auch ein Café vorgeschlagen, wo ich auch mit dem Fahrrad hinfahren würde. Und es ist warm heute. Das heißt, ich glaube, es macht nicht so wirklich Sinn, dass ich mich vorher dusche, sondern ich creme mich jetzt halt ein. Und ich glaube, dann bleibe ich so und dann dusche ich erst, nachdem ich mich mit meiner Freundin getroffen habe. So, dann mache ich mich jetzt mal bereit fürs Gassi gehen. Oft, also wenn ich mich eigentlich nicht eincremen will, aber ich in so einem Top bin, dann creme ich halt nur meine Tattoos an. Aber ich glaube, wenn ich jetzt dann auch noch mal länger Fahrrad fahre und so, sollte ich mich ganz eincremen. Obwohl ich mich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt habe an Lateinamerika im Großen und Ganzen, die Sonne ist schon trotzdem immer noch hart, viel stärker als in Europa. Also in Europa, klar, man kann auch Sonnenbrand kriegen und so, aber hier geht es einfach viel, viel schneller. So, ich muss die Cappy wieder einstellen, die hatte nämlich die Carmen letztens auf. So, okay. Dann gehen wir mal raus mit dem kleinen Waschbärchen, der gar keine Lust hat, Gassi zu gehen. Er ist so ein faules Stück geworden. Okay, ich mache jetzt Musik an. Wir sehen uns danach. 건너편에 앉아있어 한 걸음씩 가까이 더 기다리다 보면 알겠지 너 따라가다 보면 나는 네 자취를 남겨줘 세상에는 아마도 정말로 뿌리고 나갈 때 널 따라가줘 baby 그대의 어깨에 두 손은 안 놔요 아무것도 가진 것 없이 나 babe 아직도 나 feeling you 온통 I don't need to wake up 아직 baby baby you I need you and I'm feeling baby baby you only you yeah baby baby you I miss you I've been feeling baby baby you I need you yeah Okay, ich bin weg und ich habe meine Suppe auf den Herd gestellt. Ich habe nämlich noch Pfannkuchen, das habt ihr, glaube ich, jetzt nicht richtig gesehen. Ich mache mir Pfannkuchensuppe. Ich liebe Pfannkuchensuppe. Oh mein Gott, das mache ich so einmal in 6 Monaten. Liebe ich voll. Und ansonsten muss ich hier ein bisschen in WhatsApp rumkoordinieren und meinen Mann mal wieder updaten, dass alles geklappt hat mit den Papieren und so weiter und so fort. Und mit den Maestros sprechen. Hier gibt es ja keine Ausbildungsberufe. Jeder, der Handwerker ist, ist einfach Maestro, also Meister sozusagen. Das ist sozusagen Berufsbezeichnung und Spitzname. Man sagt dann auch Maestro. Kennt dann auch die Namen nicht und so. Ich kenne jetzt auch den Namen gar nicht von dem Typ. Okay, na jedenfalls, ihr wolltet ein Haus-Update sehen und ich gebe euch auch ein Haus-Update innerhalb von Vlogmas. Aber nächste Woche wird was sehr, sehr, sehr Wichtiges installiert hier im Haus. Und zwar oben auf der Terrasse Sonnensegel. Denn ohne diese Sonnensegel erhält man es jetzt nicht mehr tagsüber oben aus. Es ist zu heiß, man wird durchgebraten wie ein Spiegelei. Und man kann quasi nur abends, wenn die Sonne niedriger steht, der Zeit verbringen oder halt morgens, wenn noch Schatten ist. Und es wird nächste Woche installiert, da haben wir die Hälfte schon bezahlt.
Und ich hoffe, dass das alles klappt. Mein Mann ist nächste Woche auch gar nicht da. Der ist am Samstag früh fliegt er auf Konferenz nach Brasilien für eine Woche. Das heißt, ein großer Teil dieser Vlogmas-Videos werde ich allein sein, was eigentlich auch okay ist, weil dann kann ich mich mehr auf euch konzentrieren. Ja, und vor allen Dingen kann ich halt auch viel Videos schneiden und so in der Zeit und habe niemanden, der mit mir einen Film schaut oder so. Oder Sachen macht. Okay, jetzt habe ich mit meiner Freundin mich auch nochmal kurz geschlossen und wir treffen uns jetzt schon um 14 Uhr statt um 16 Uhr, weil sich ihr Termin verschoben hat. Und das ist in 1,5 Stunden, das heißt, ich esse im Mittag. Dann gehe ich an meinen PC, mache ein paar Sachen schnell und dann fahre ich auch schon wieder los. Was ich heute Morgen wenigstens schon gemacht habe, ich hatte die letzten 2 Tage, also Montag und Dienstag, gestern und vorgestern, in der Uni war ein Workshop, also ein 2-tägiger Workshop und ich bin ja für Social Media und Kommunikation zuständig. Das heißt, ich war die ganze Zeit anwesend und habe Foto- und Video-Content davon gemacht und habe jetzt vorhin die ganzen Bilder fertig bearbeitet. Also ich hatte schon parallel ein bisschen angefangen und jetzt heute Morgen habe ich alle Bilder fertig bearbeitet. Damit bin ich jetzt fertig. Jetzt muss ich bloß noch die E-Mail ans Team schicken, dass die wissen, dass die Bilder fertig sind und sie die anschauen können und die auch verbreitet werden können. Also auch wir sind ja quasi nur innerhalb eines Lehrstuhls, aber jeder hat ja seine eigenen Social-Media-Seiten. Also wir als Projekt haben unsere Social-Media-Seite, das Institut, also wie sagt man das auf Deutsch? Ich meine, es ist ja das Institut, ja, es ist quasi wie ein Lehrstuhl sozusagen. Der hat ja seine eigenen Social-Media-Kanäle und dann die ganze komplette Universität ja auch nochmal. Genau, ist so. Das heißt, das muss ich jetzt dann auch noch machen, aber jetzt esse ich erstmal kurz und dann geht's weiter. Ach Leute, ich liebe unseren Garten. Es ist so ruhig hier, wo wir jetzt wohnen. Also wir wohnen in einer sehr ruhigen Straße und man kann, also klar, wenn ein Auto davon vorbeifährt, dann hört man es schon. Aber ansonsten, es gibt keine, also die größer befahrenen Straßen quasi, wo immer Verkehr ist, die sind auf jeden Fall weiter weg. Und ich höre halt hier das Vogelgezwitscher und meine Nachbarn hier hinter der Mauer, die haben so ein Wasserspiel und ich glaube, dass da Frösche drin sind. Oder irgendwas, was so ein bisschen knarzt. Nicht so das typische Froschgeräusch aus Deutschland, aber irgendwie schon ähnlich. Also ich bin mir nicht sicher, was es ist. Vielleicht irgendein anderes Tier. Oh, und die Nachbarn sind so schön ruhig. Also wir wohnen ja alle auf sehr engem Raum hier. Aber tagsüber, unter der Woche, ist hier echt immer Totenstille, weil alle arbeiten sind. Das ist wirklich perfekt. Die haben zwar auch alle Kinder, aber hier ist die Schule ja eigentlich Ganztag. Das heißt, es sind noch keine Kinder hier großartig und so. Es ist ein Traum. Und jetzt ist das Wetter besser und ich kann hier sitzen im Schatten. In der Sonne hält man es nicht mehr aus. Aber hier im Schatten, fantastisch. Ich esse meistens mein Mittagessen hier im Garten. Und dann kann es wieder schwer sein und man muss sich ein bisschen aufraffen, um dann wieder reinzugehen an den Schreibtisch. Ich meine, was ich auch schon mal gemacht habe, ist, dass ich mir meinen Laptop hierher geholt habe. Aber die Sache ist, dass es hier relativ hell ist und so Sachen wie Schneiden, Videoschneiden, da brauche ich halt den Bildschirm. Bildbearbeitung würde jetzt auch nicht gehen bei dem Licht, dafür ist es zu hell. Ich meine, E-Mails und solche Sachen, ja, aber das ist ehrlich gesagt nur ein ganz kleiner Teil von meinem Tagesgeschäft. Was mich jedenfalls mega freut, ist, dass unser Zitronenbaum jetzt voll viele Blüten hat. Der hat ja am Anfang voll viele Blätter abgeworfen und ich habe mir mega Sorgen gemacht, aber das war halt ein Standortschock hierher. Und am Anfang hatten wir den Schirm auch noch nicht aufgespannt und ich glaube, das war zu heftig, die Sonne. Aber jetzt mit dem Schirm, glaube ich, geht es dem Bäumchen viel besser. Und ich habe mega viele Blüten dran, voll schön. Aber ich glaube, die Gartentour, die mache ich morgen. Denn das Video wird so schon relativ lang genug mit der Bike-Tour und jetzt gehe ich ja dann noch mit der Freundin ins Café und so. Ich will mir den Content ein bisschen
die einzelnen Sachen, die ich euch zeige, ein bisschen über die Videos verstreuen und nicht gleich im ersten Video euch irgendwie alles zeigen und dann habe ich nichts mehr. Ist ja immer so bei Vlogmas oder bei so Vlogmonaten, dass man am Anfang mega viel zu erzählen hat. Und gegen Ende wird es dann irgendwie dünner und dann kommen irgendwie mehr Themenvideos oder so. Ja, aber das wird schon. Ich gehe jetzt mal am PC und arbeite weiter und so in einer Stunde und 20 Minuten, glaube ich, oder in einer Stunde ungefähr, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gegessen habe, fahre ich dann auch schon wieder los. So, ich bin angekommen an dem Café, wo ich mich mit meiner Freundin treffe. Es sieht super schön aus. Schauen wir mal, ob sie überhaupt schon da ist. Ich bin gut wieder zu Hause angekommen. Und einen kleinen Schmuswaschbärchen. Oh ja, er ist verschmust momentan. Jetzt wird es auch wieder wärmer. Dann hat er auch weniger Energie und Bock, Sachen zu machen. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder Gassi gehen. Oder, Schatz? Sollen wir Gassi gehen? Ich glaube, das war ein Nein. Es hilft nichts. Wir müssen Gassi gehen. Stellst du dich tot? Schatzi, aber wir müssen. Wir müssen. Na gut, also doch. Magst du doch was sehen? So, es gibt eine Planänderung. Es ist jetzt 18 Uhr, ich bin wieder da und eigentlich wollte ich jetzt eben schnell duschen und dann am PC gehen. Das Duschen werde ich auch tun, weil, oh, das ist Sonnencreme. Ich hasse es, Sonnencreme an mir zu haben, aber es muss einfach sein. Aber mein Mann hat mir gerade geschrieben, der hat für seine Arbeit, ach, das ist jetzt super kompliziert zu erklären, aber der muss einen neuen PC für die Arbeit kaufen und hat ihn auch gekauft, aber er kann ihn irgendwie nicht liefern lassen, warum auch immer. Ich kenne jetzt die Details nicht, was der Grund dafür ist. Jedenfalls muss er ihn abholen, heute Abend im Costanera Center, also im Einkaufszentrum. Und weil sowas immer ein bisschen... Oh, ich hasse das, wenn Fliegen hier drin sind. Raus, raus, raus. Und wenn man mit was Wertvollem durch die Gegend läuft hier in der City, dann ist es immer besser, zu zweit zu sein. Ich habe auch gestern zum Beispiel, als ich diesen Workshop fotografiert habe, gestern und vorgestern, da hatte ich mein komplettes Kameraequipment dabei. Alle Kameras, die ich besitze, plus mein Gimbal, plus mein Laptop, plus meine Stative, plus meine Festplatten, also wirklich alles. Und dann habe ich auch meinen Freund, mein bester Freund, der hier auch in der Nähe wohnt, gefragt, ob wir zusammen mit der U-Bahn heimfahren können. Weil ich war mit 2 fetten Rucksäcken und so, einfach, weil es halt die Wahrscheinlichkeit eines Überfalls verringert. Also es ist jetzt nicht super wahrscheinlich, überfallen zu werden, aber Max wurde ja zum Beispiel schon überfallen. Also dem haben uns ja letztes Jahr an Weihnachten das Fahrrad unterm Arsch weggeklaut. Deswegen, ja, man muss sowas hier im Hinterkopf behalten, was jetzt in Deutschland nicht unbedingt ein Problem ist. Genau, deswegen hat er mich gefragt, also nicht nur deswegen wahrscheinlich auch, sondern weil wir halt dann zusammen essen können und so und dann müssen wir jetzt nicht noch was kochen und so. Deswegen, ja, gehe ich jetzt duschen und dann fahre ich ins Costanera Center und treffe mich da mit Max und er kauft den PC, beziehungsweise hat ihn schon gekauft, er muss ihn abholen. Und dann essen wir noch was und dann schauen wir, entweder wir fahren mit dem Leihwagen nach Hause oder wir bestellen uns ein Uber. Mal schauen. Genau, also gehe ich jetzt im Duschen. Frisch geduscht, haha. Und habe dieses schwarze Kleid an. Eigentlich habe ich ein Outfit-Video gedreht, aber jetzt, da ich Vlogmas mache, ziehe ich die Outfits hier alle an, dann seht ihr die hier schon. Das Kleid kennt ihr, das ist das mit diesem Knoten. Und hier habe ich Socken und mein Handy und werde, glaube ich, meine Turnschuhe anziehen und dann gehe ich schon wieder los. Oh Gott, ich kann nicht mehr echt. Oh, so viel laufen heute irgendwie. War ich jetzt heute echt mega viel unterwegs. Ich muss mal kurz auf meine To-Do-Liste gucken, was mich noch erwartet, wenn ich wieder heimkomme. Ja, okay. Eine Sache, die ich auch morgen machen kann. Also nichts Dringendes heute. Es war nicht geplant, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin. Eigentlich dachte ich, dass ich heute was gearbeitet bekomme. Aber halb so wild. Ich habe ja gestern und vorgestern, Montag und Dienstag,
Also da habe ich, glaube ich, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wahrscheinlich so um die 10 Stunden gearbeitet. Oder ich war so um die 10 Stunden in der Arbeit. Also ist jetzt auch nicht so, als würde ich gar nicht arbeiten. So, wo ist meine Handtasche? Ach so, die liegt noch auf dem Tisch. Ich war heute so viel unterwegs. Irgendwie, ich war heute nur unterwegs. Irgendwie. Biskosauer Kathedral, das klingt doch gut. Ja. Oder. Zylinder. Zylinder. So wie das. Ja. Ja. Genau. 6 mm hoch, 6 mm runter. Okay. Danach gefahren. Ja, klar. Und das ist aber quasi die Bohrung. Das heißt, wenn unser Pin 6,1 ist, passt dann in die Bohrung. Nee. Dann ist halt kleiner als 6. Weißt du, was das ist? Ja. Oder? Ceviche Niki. Cheers. Massive Humpen, ne? Und? Lecker. Ja? Jetzt hat er uns vorgeschlagen, dass irgendwas traditionell peruanisch ist. Das kennen wir nicht, haben wir noch nie getrunken. Oder doch. Oh, ist echt lecker. Schmeckt ein bisschen wie diese eine Frucht, die hier immer im Joghurt drin ist. Wie heißt die nochmal? Oh, ich hab's vergessen, die gibt's in Deutschland nicht. Ja, ich habe auch nur kleinen Hunger. Ich war ja vorhin erst mit Cynthia im Café. Essen oder trinken gleichzeitig. Super lecker. Ganz auch? Ja. Bitte? Was hast du? Aber du hast ganz verschiedene Sachen. Ist der Fisch Ich hab dabei? nur Fisch. Nur Fisch. Komm mir ruhig. Hast du nur Fisch, oder? Auch gut. Okay, perfekt. Also wir haben jetzt die Sachen abgeholt für Max. Die sind im Kofferraum und hinter mir. So. Sind noch nicht wieder daran gewöhnt, dass gefloggt wird. Das ist das Narrative von Und jetzt haben wir einen Leihwagen und also was ist diese App, ne? Und jetzt Carsharing. Wo ist der Exit? Das weiß ich nicht. Jetzt fahren wir nach Hause. Ceviche war sehr lecker. Mir ist richtig kalt jetzt, weil ich hatte kaltes Essen mit einem kalten Getränk. Es ist kalt, kalt. Y todo el mundo me dice así como, es que estás tan linda, es que, pero qué, no, es que estás como luminosa. Y es como, sí, es que estás luminosa porque estás con el pelo. Zeig mir das Waschbärchen. Hi Waschbärchen. Gut gebadet, mein Schatz. So, PC hat's gut hergeschafft. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns am Montag.